Wusstest du, dass du mit dem Airfryer richtig locker und trotzdem ganz entspannt kochen kannst? Ich zeige dir heute 7 Rezepte, die ganz einfach gehen, schnell gemacht sind und richtig lecker schmecken. Also legen wir direkt los. Ja, dann fangen wir jetzt ganz einfach mal an mit diesen leckeren Spargel und die Hähnchenschenkel dazu. So, dann fangen wir jetzt erstmal mit den ganz leckeren Spargel an. Und der muss ich als erstes jetzt erstmal schälen. Das ist die Vorbereitung, die ich jetzt ganz kurz mache. So, die Spargel habe ich geschält. Jetzt muss hier hinten noch die hölzernen Enden weg. So, für meinen Spargel brauche ich als nächstes jetzt hier Backpapier. So, ich mache 2 Päckchen. 3. Da packe ich 4 rein und hier. So, das Spargeldeckchen habe ich jetzt hier eingepackt. Einmal, da habe ich mein zweites da drüben. Hier habe ich mir Butter, hier habe ich jetzt Zitrone. So, das langt vom Saft. So, mache ich 1. 2 Löffel Zucker rein. Arbeite das mal kurz durch. Den Spargel sprühe ich etwas mit dem Olivenöl ein. Also siehst du, ich brauche wirklich ganz kurz mal drauf. Das ist super. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. In der Butter schneide ich ein Stückchen ab. Da kommt Butter drauf. Da kommt auch Butter drauf. Jetzt mache ich da etwas Salz drüber. Hier habe ich das an der Seite schon mal sachte ein. Und hier von dieser Seite. Ja. Jetzt sogar so Päckchen machen kann. Hier habe ich noch meine Zitrone mit Zucker. Da brauche ich jetzt nicht alles, aber ich habe jetzt mehr genommen. Das tue ich ganz gerne. Das verwende ich nachher ganz gerne als Zitronenwasser zum Trinken auch so. Aber jetzt brauche ich nur etwas davon. Jetzt mache ich mit meinem Päckchen Sachte wieder auf an einer Seite. So habe ich jetzt sicher, dass mir nichts rausläuft. Das langt schon. So, jetzt ist er schon so fertig. Jetzt kommt das hier die Heißluftgehäuse vor. Den Verschluss nach unten, so rein. Wieder auch Verschluss nach unten. So, da in der Heißluftgehäuse drinne kann das erstmal nicht aufgehen. Es kann nichts an die Heizspirale hochkommen, kann nichts anbrennen vom Backpapier. Da drinnen kann es jetzt wunderbar. So, hier unten habe ich jetzt meinen Spargel rein. Und hier oben kommt meine zweite Fuhre Hähnchenschenkel rein. Aber ich denke gerade, ich habe da das Wasser noch drin, das muss ich rausnehmen. Heute machen wir die Hähnchenschenkel nach, so wie sie jetzt in meinem Buch Fingerfood und Patty drin sind. Da habe ich das entsprechend hier beschrieben. Und das kochen wir jetzt 1 zu 1 mal nach. So, davon brauche ich von den Gewürzen, brauche ich jetzt hier Thymian und Rosmarin. Da habe ich jetzt hier so eine Mixmischung. Dann Paprikapulver, Knoblauchpulver, ja, Salz, Pfeffer. Kommt jetzt hier in die Schale rein. Jetzt die Würze entsprechend. So, die Hähnchenschenkel immer noch mal trocken tupfen. So, die Heißluftfritteuse schalte ich jetzt auch ein, die heizt sich jetzt vor. Und diese Hähnchenschenkel jetzt hier mit dieser Marinade richtig gut einstreichen. So, und hier haben wir noch Spargel überbacken mit Ziegenkäse und Honig. Das mache ich das nächste Mal. Das zeige ich euch das nächste Mal. So, hier habe ich schon Backfolie liegen, weil ich noch Spargel machen möchte. Aber jetzt, den habe ich jetzt vorgeheizt. Und da kommen jetzt meine Hähnchenschenkel rein. Also hörst schon, wie das gleich zischt, weil es jetzt vorgeheizt war. Das ist in diesem Fall wichtig. Jetzt zu, wieder 1 einstellen und 180 Grad. Und das Ganze stelle ich jetzt für 25 Minuten erstmal ein. Also die Zeit variiert immer etwas, je nachdem wie groß, wie dick die Hähnchenschenkel sind. Die sind ja unterschiedlich von der Stärke. Desto unterschiedlich kann das jetzt hier von der Zeit sein. Das musst du da immer
individuell anpassen. Also nie was pauschal übernehmen, immer gucken, wie groß, wie dick ist dein Fleisch entsprechend. Jetzt noch 15 Minuten Restzeit, ich schaue mal rein. Ich drehe ihn mal ganz kurz. Die Heißluftfritteuse hat gerufen, sie ist fertig. Ja, dann schauen wir mal. Ja. So, hier habe ich jetzt meine Hähnchenschenkel. Spargel kommt nachher noch dran. Richtig lecker, richtig toll. Guck mal, sehen die nicht gut aus? Richtig lecker. Oh, das ist knusprig. Ist alles noch heiß. Ja. Wie siehst du, es ist saftig. So, jetzt habe ich hier mit Trockenmarinade das eingeschüttet. Und guck mal hier dieses Öl. Das hat wirklich guten Strahl. Da brauchst du wirklich nicht viel. Das sieht schon mal gut aus. So, lasse ich das jetzt noch etwas ziehen. So siehst du, so habe ich das jetzt mal kurz ausgespült. Und jetzt kommen meine beiden Hähnchenschenkel wieder rein. So. Oben 180 Grad. Und das Ganze für 25 Minuten. Unten, hatte ich gesagt, gehe ich runter auf 170 Grad. Und das Ganze für 15 Minuten. So, der fängt an und der wartet. So, jetzt machen wir Zwischenkontrolle. Ja, das braucht noch. Das sehe ich so schon. Obwohl, nö. Täuscht. Hat sich gut schneiden lassen. So, dann werde ich mal das Stückchen anschneiden und testen. So. Ja, ein bisschen kann es doch noch. Doch noch knusprig. Also ich mache noch mal 10 Minuten rein. Ich habe ziemlich viel Backpapier diesmal drauf. Das ist groß abgeschnitten. Bei weniger Backpapier wäre es wahrscheinlich schon gut. Ich halt heiß. Und ja, so sieht der Spargel richtig gut aus. Ich hatte ihn vorhin noch mal nach. Der war noch nicht ganz fertig. Aber so sieht das richtig lecker aus. Der Spargel ist nicht trocken. Schau mal hier. Richtig lecker. Richtig lecker. Knusprige Hähnchenschenkel mit Spargel. Und jetzt mache ich das zweite Päckchen noch auf. Ja, noch das. Ja. Ja, merkst auch hier, der ist zwar dicker, aber du merkst, auch wo er dicker ist, der passt. Oh, heiß. Richtig leckerer Spargel. So habe ich heute richtig leckeren Spargel gemacht mit Hähnchenschenkeln. Köstlich. Einen haben wir ja schon vorhin gegessen. Das war ein bisschen zu wenig. Die sind relativ klein, die Hähnchenschenkel diesmal. Also du siehst hier, das ist genau richtig. Merke ich schon, wenn ich mir mit der Gabel reinsteche. Der Spargel passt. Hähnchenschenkel ist knusprig. Ja. Und wenn ich jetzt reinschneide, löst es sich auch leicht von der Haut. Du siehst, es ist nicht trocken. Aber es ist genau richtig. Und wenn du sicher gehen willst, kannst du es auch mit Thermometer Kerntemperatur nochmal messen. Ich
Ich habe inzwischen die Erfahrung, ich brauche es nicht unbedingt mehr zu machen, aber du kannst das gerne machen. Kerntemperatur messen vom Hähnchenschenkel und dann weißt du genau, das passt alles. Jetzt wünsche ich dir guten Appetit, lass es dir schmecken. Mit der Zitrone und der Butter zusammen, leicht Zucker, geschmacklich top. So, und da wir jetzt gleich essen wollen, mache ich Folgendes. Ich gebe schon mal Wasser rein. Dann trocknet das nicht an und ich kann das nachher ganz einfach im Spülbecken reinigen. Und ich kann es gemütlich essen. Ja, und da jetzt Bärlauchzeit ist, habe ich gedacht, ich packe dir leckere Bärlauchrezepte mal zusammen. Eine Scheibe Salami, eine Scheibe Toast und ein Ei. Ein Mixstab und ein Becher. So, als erstes nehme ich mein Ei und das teile ich jetzt. Oh, 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 hat nicht ganz geklappt. Jetzt muss ich sehen, dass das gut geht. Leider mein Eigelb angestochen aus Versehen. Naja, wird schon klappen. Mit meinem Mixstab mache ich jetzt das Eigelb. So, langsam. So könnt ihr sehen, wie ich in der Pfanne das Ei steif schlage. Ein bisschen hin und her. So, das ist richtig schön steif. So, jetzt kommt auf die Scheibe Toast die Scheibe Wurst und mein Eischnee. Den verteile ich jetzt da drüber. Die Eischneeflocke da oben drauf. So, da unten habe ich jetzt das Ei rein und ich schalte hier oben 180 Grad ein und von der Zeit 7 Minuten. Start. Ja, ich habe mir noch etwas Bärlauch geholt und den schneide ich jetzt klein, die Blätter, und die Blüten lasse ich ganz. Das dekoriere ich dann nachher. Ja, ich hatte extra von der Jena Glasschüssel den Deckel genommen, damit ich es darin gleich anrichten kann. Sieht doch schon mal richtig lecker aus. Eine Bärlauchblütchen noch dazu. So, dann schneide ich das mit euch mal an. Seht ihr, das ist richtig schön. Hört ihr, das sieht das toll. Lecker. Richtig lecker. Ja, heute wollen wir das leckere Gericht miteinander kochen. Das Ganze sind Bärlauchfrikadellen und dazu Nudeln mit Bärlauchsoße. Und dafür nehmen wir mal den Speedy Builder zur Hand. Dann schaue ich mal, als erstes habe ich hier Pasta, die ich machen möchte. Dann wähle ich weiter runter, schaue, was es da noch weiter gibt. Protein, das sind Frikadellen, die ich machen möchte, das passt auch. Ja, dann gucke ich mal noch weiter, was es noch alles Schönes da gibt. Ja, Kräuter brauche ich noch dazu. Jetzt bin ich am Suchen nach Frischkäse, weil ich Frischkäse verwenden möchte. Den gibt es jetzt hier nicht und ich entscheide mich dafür, dass ich Joghurt nehme. So, Toppings, was nehme ich da noch dazu? Ja, Pesto, genau, ich habe selbstgemachtes Pesto, das kommt damit rein. So, und jetzt habe ich hier genau die Anleitung vorliegen und die lese ich jetzt erstmal komplett etwas durch. Und 750 Milliliter Wasser. So, jetzt habe ich hier diese Platte und ich lasse die Füßchen nach unten runter stehen. Also ich kippe die jetzt nie ein, sondern ich will die da oben drüber reinstellen, denn die Platte oben, wie man es eigentlich machen soll, ist mir fast zu dicht. Deswegen lasse ich die Platte unten drin. Aber jetzt geht es an mein Hackfleisch, an meine Frikadellen. So, ich habe jetzt hier 250 Gramm Hackfleisch in der Schale. Dann habe ich jetzt hier mein selbstgemachtes Pesto. Dann nehme ich einen Teelöffel voll.
das jetzt zu dem Hackfleisch dazukommt. Das Ganze arbeite ich jetzt erstmal gut durch. Jetzt kommt ein Ei noch dazu. Das war jetzt Bärlauchpesto, was ich selber gemacht hatte, was ich jetzt damit ein Löffelchen davon genommen hatte. Jetzt noch eine halbe Zwiebel, klein gewürfelt, die dazu kommt. Das Ganze arbeite ich jetzt gut miteinander erstmal durch. Und das ist auch ein Rezept, was ganz einfach und schnell machen kann. Du kannst selbstgemachtes Pesto nehmen, du kannst auch fertig gekauftes Pesto nehmen, aber du siehst, du vermischst das einfach miteinander und dann hast du das meiste schon getan. Du siehst, ich fange jetzt auch schon mal an, jetzt hier das abzuteilen, also so, dass ich dann nachher 4 Frikadellen machen kann. So, das siehst du jetzt vor mir schon, meine Frikadellen hier. So, 4 Stück Frikadellen habe ich jetzt hier fertig und die kommen jetzt in Speedy auf die Platte oben drauf. Das kannst du hier wunderbar jetzt sehen, wie die in den Speedy reinkommen. Das ist immer ein Gericht jetzt hier für meine Speedy-Freunde wieder. Die haben auch schon mal nachgefragt, du bringst so wenig vom Speedy, mach da mal von Speedy wieder was. Also ich versuche für jeden etwas zu machen. So, das Speedy wird geschlossen, 180 Grad, 10 bis 15 Minuten. Und ich stelle jetzt entsprechend jetzt die Funktionen ein. Ich will das entsprechende Programm, das ist das Speedmehl und 180 Grad und von der Zeit jetzt noch die 15 Minuten. Und dann kann ich das auch schon starten. Und beim Speedmehl immer dran denken, der Hebel muss oben sein, sonst kannst du die Speedmehl-Funktion ja auch gar nicht anwählen. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt hier den Feldsalat gemacht, so wie die Oma immer zubereitet. Also der Feldsalat muss jetzt gut gewaschen und geschleudert werden, dass er schön trocken ist, vorher handverlesen. Dann kommt das Ganze in eine Schüssel rein. Als nächstes habe ich jetzt hier eine Zitrone, die ich auspresse. Jetzt eine halbe Zwiebel, die ich klein würfele. Also klein gewürfelt kommt die Zwiebel jetzt dazu. 2 Esslöffel Zucker, das ist ganz wichtig. Das ist das i-Tüpfelchen bei dem Salat mit dem Zucker drin. Jetzt kommt noch etwas Salz oben drüber, also minimal etwas Salz noch etwas Pfeffer. So, und jetzt kommt noch ein Teelöffelchen Öl dazu. Ich nehme ganz gerne Rapsöl. Minimal etwas Wasser noch dazu, aber da brauchst du auch nicht viel. Und das Ganze wird hier schon durchgearbeitet und jetzt hast du im Prinzip den Grund für den Salat schon mal fertig. Hier hatte ich noch ein Päckchen Frischkäse und da habe ich noch Bärlauchpaste. Also mit darunter, dann habe ich noch eine schöne Bärlauchsoße dazu. Ja, mein Speedy hat gerufen, er ist fertig. Schau, meine Frikadellen, die sehen da richtig lecker aus. Die habe ich jetzt hier schon mal auf den Teller drauf. So, das sind jetzt meine Nudeln aus dem Speedy. Du siehst auch die Nudeln, das passt alles richtig klasse. Ja, und das ist recht viel geworden. Also ich habe da 2 Portionen gehabt. Ich habe jetzt erstmal nur die Hälfte davon habe ich gegessen und das andere mache ich dann morgen Chili con Carne davon. So, meine Bärlauchcreme, die ich gemacht hatte, die kommt jetzt hier über die Nudeln oben drüber. Die Nudeln sind ja warm und da verarbeitet sich das gut miteinander. Dann habe ich eine richtig schöne Bärlauchcreme Nudelsoße anrichten mit meinen Frikadellen und das Essen ist fertig, fix und fertig, richtig lecker. Ja, und hier mal eine kurze Einblendung, was du auf meinem Kanal alles noch so findest. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen habe ich schon ausprobiert, getestet und gekocht für euch. Und was du hier bei mir findest, kannst du getrost nachkochen. Also da ist kein Fake und nichts dabei. Ja, und jetzt geht's weiter mit Filetspitze und Bärlauchnudeln dazu. Ich habe gesagt, Bärlauchzeit. So, hier habe ich jetzt Filetsteaks. Die hatte ich mariniert über Nacht. Die sind jetzt von der Größe etwas unterschiedlich, deswegen schneide ich die nochmal durch. Damit die alle so ein bisschen im Prinzip gleiche Größe bekommen. Meine Vögelchen zwitschern auch wieder fleißig draußen. Ja, so dürfen sie von der Größe her passen. Hier habe ich 750 Milliliter Wasser und Gemüsebrühe. Und der Gemüsebrühe mache ich jetzt ein Löffelchen rein. In den Speedy unten rein. Hier habe ich jetzt noch Bandnudeln, den Rest. Also die Nudeln sind jetzt in den Topf dazugekommen, zu dem Wasser, und das Ganze arbeite ich jetzt etwas unter, damit die Nudeln mit Wasser bedeckt sind. Jetzt habe ich so ein Würfelchen Butter. Schmeiße ich 2 Stück rein. Halt. Ich muss die Füßchen noch rausmachen. So. Und darauf kommen jetzt meine Schweinefilets. So, dann kann ich den Speedy schon zumachen.
So, Spiel steckt drin. Das einschalten von Menü. Speedmehl auswählen. 200 Grad passt auch. Und Timer. Stelle ich mal 15 Minuten ein. Wobei ich denke, dass es gar nicht ganz so lange braucht. Ne. 12 Minuten lang dicke, wenn nicht sogar 10. So, nach 10 Minuten habe ich mal reingeschaut. Und das langt. Ich habe auf jeden Fall vom Fleisch schon mal. Das wird mir sonst zu trocken. Die Nudeln sind auch schon ganz okay. Jetzt habe ich hier etwas Wasser. Mache noch das Mehl dazu. Mache daraus eine Mehlschwitze. Ich habe hier noch Kochsahne und da habe ich etwas davon reingegeben. Und schauen wir, ob es jetzt etwas andickt oder ob ich noch etwas mehr Mehl brauche. So, ich schalte jetzt aus. Also jetzt habe ich hier wieder von meiner selbstgemachten Bärlauchpaste. Die habe ich am Glas gehabt und da kommt jetzt auch noch mit in die Nudelsoße mit unten rein. Das wird richtig lecker. Es gibt einen richtig tollen Geschmack. Du mal kräftig durchrühren alles und dann ist es gleich auch schon fertig. Also ich glaube, jetzt war ich doch ein bisschen zu schnell, also die Mehlschwitze noch unten drunter, weil ich wollte es noch etwas anschwitzen, dass die Soße nicht so dünn ist. Deswegen mit der Mehlschwitze noch etwas dazu und dann war es aber wirklich fertig und zwar richtig, richtig lecker. Ciao hier. So, der Frau experimentiert wieder und heute Mittag hatte ich ja diese Gänsekeulen gemacht. Da war ja unten relativ viel Fett ausgebacken. Jetzt habe ich gedacht, ich habe unten im Garten Bärlauchblätter, die hole ich mal. Die packe ich jetzt in die Heißluftfritteuse rein. Die habe ich mal kurz durch das Fett da unten gezogen. Jetzt hier reingeschmissen. Jetzt schalte ich die Heißluftfritteuse ein. 180 Grad. Und dann schaue ich mal, wie lange die überhaupt brauchen. So, mal kurzer Blick in die Linie. Da tut sich schon was. Schnell wieder zu. So, ich habe sie rausgeholt. Im Haus hier duftet es richtig herrlich. Jetzt lasse ich die ein bisschen abkühlen. Verrückt. So, jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich doch die Kamera anschalten. Ey, das müsst ihr sehen. Könnt ihr das hören, wie das knackt? Klasse. Ey, die sind der Hammer. Jetzt bin ich platt, das hätte ich nicht gedacht. Mein ganzer Garten draußen ist voll mit Bärlauch. Heute habe ich ein ganz kurzes Video für dich. Und zwar, wir machen Kotelett gemeinsam. Und das Kotelett ist mit Bärlauchbutter, die ich selber erstellt hatte. Die kommt da oben drüber noch. Und jetzt schneiden wir auch gemeinsam mal das Kotelett an, damit du sehen kannst, wie zart, wie saftig das Fleisch vom Kotelett hier in der Heißluftfritteuse geblieben ist. Also du kannst wirklich ganz, ganz easy, ganz toll Kotelett in der Heißluftfritteuse so pur zubereiten. Ja, schau dir mal an, ist das nicht richtig schön lecker, schön saftig? Aber genug der Vorrede, jetzt starten wir gleich. Ja, und beinahe hätte ich es vergessen, am Ende vom Video habe ich auch noch eine kleine Überraschung für dich. Also bleib dran, schau dir das an. Ja, und wenn dir meine Videos gefallen, Daumen hoch, Abo, Like. Schreib drunter, was du für Wünsche hast. Ich beantworte das ganz gerne und ich versuche auch dieses in meinen nächsten Videos eventuell sogar einzubauen, wenn es entsprechend passt zu dem, was ich jetzt gerade vorhabe, gerade mache. Ja, und vielleicht erstelle ich auch für dich ein ganz persönliches Video. Also bleib dran, es wird spannend. Bei mir gibt es immer wieder was Tolles zu entdecken. So, ich habe jetzt hier 4 Kotelett, die ich parat gelegt habe. Und jetzt kommt schon gleich etwas Pfeffer oben drüber. Und zu dem Pfeffergewürz, das ist also eine Gewürzmischung, die ich da habe. Ja, du kannst im Prinzip auch würzen, wie du das möchtest. Aber ich habe jetzt diese Pfeffermischung gemacht. Das Ganze wird einmal rumgedreht. Es wird von beiden Seiten. Wird das kurz gewürzt, gar nicht allzu viel, weil ich halt auch diese
Kräuterbutter will ich immer wieder sagen, diese Bärlauchbutter, die ich selber gemacht habe, das siehst du jetzt aber auch gleich, weil die kommt ja noch oben drüber. So, das ist jetzt hier diese Bärlauchbutter, die habe ich eingefroren und die hatte ich selber gemacht und da kommt jetzt auf jedes Kotelett so ein Stückchen von dieser Bärlauchbutter oben drauf. Ja, das ist eigentlich im Prinzip schon alles von den Vorbereitungen. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen Schwenk zur Cosori rüber, denn die hatte ich eingeschalten vorab schon mal, 200 Grad. Und das Ganze mal jetzt hier für 2 Minuten hatte ich das Ganze vorheizen lassen, weil das ist ganz wichtig, dass die in diesem Fall vorgeheizt ist. Ja, und jetzt ist es schon soweit, dass meine Kotelett, so wie ich sie zubereitet hatte, jetzt hier in meine Cosori reinkommt. Du siehst hier, also die packe ich jetzt mit dieser Butter oben drüber in die Heißluftfritteuse rein. Da noch ein klein bisschen zurechtdrücken. Also du siehst, dass jetzt hier 4 Kotelett da ohne Probleme leicht in die Cosori entsprechend reinpassen. So, jetzt stelle ich sie auf 180 Grad und das Ganze für 10 Minuten Airfryer ein und lasse das brutzeln. Ja, meine Kotelett sind schon fix und fertig und ich habe sie schon rausgeholt. Hier habe ich noch eine Tomate dazu aufgeschnitten. Und das war alles. Unser Essen ist fertig. Ich war ja von YouTube auch zu so einem Webinar eingeladen und da wurden wir darauf hingewiesen, dass doch immer mehr Videos inzwischen auf YouTube veröffentlicht wird und uns inzwischen wichtig geworden ist, dass wir in unserem Video auch den Punkt ansprechen, dass wenn die Videos gefallen, dass man doch einen Kommentar, ein Like da lassen sollte. Es gibt eine neue Funktion, Hype heißt die, und da könnte man dann das anklickt an dem Video. Das sind dann für YouTube wichtige Signale, dass sie wissen, das Video ist wichtig, es ist beliebt und dann wird das Video auch mehr ausgespielt, weil die haben inzwischen so viele Videos, die ausgespielt werden, damit die gar nicht mehr richtig entscheiden können, welches Video ist jetzt eigentlich wirklich relevant und wichtig für die Zielgruppe und dann ist es für YouTube inzwischen auch ein wichtiges Merkmal, wenn das in den Videos mit dargestellt wird. Und das sollten wir euch doch mitteilen. Das würde uns helfen, wurde uns gesagt. Und ja, ich sage danke, wenn ihr meine Videos kommentiert, ein Like da lasst oder wenn dir meine Videos gefallen, dann sogar ein Abo. Dann bekommst du neueste Informationen mitgeteilt, automatisch und es kostet dir aber auch keinen Cent mehr. Das ist ein kostenloser Service von YouTube. Ja, und das sollten wir in unseren Videos auch mal mitteilen, wurde uns gesagt.